Was geht ab, meine Freunde? Wir reagieren heute auf, wenn Übergewicht krank macht. Das ist eine Doku vom NDR. Ich bin sehr gespannt, was dort erzählt wird, weil mich betrifft das Thema ja selber sehr, sehr doll. Und ich kann vielleicht das eine oder andere dazu sagen, wie es aus der Sicht von mir ist. Ja, wir gehen rein in die Reaction. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und dann legen wir mal los. Seit Jahren wird Michael Nellis immer schwerer. Er leidet an Adipositas, krankhaftem Übergewicht, Asipodidas? Spaß beiseite. wie jeder Fünfte in Deutschland. Ich heiße Michael Nellis, bin 53 Jahre alt und leide an den Folgen meines Übergewichtes. Er wiegt 135 Kilogramm, hat einen BMI von 45. Ab 25 gilt man als übergewichtig. Ja, das mit dem BMI, gut, ne? Wie sehr man da heutzutage noch Wert drauf legen möchte, ist jedem selbst überlassen, ist natürlich nicht mehr die akkurateste Methode. Aber man kann, glaube ich, ganz flat sagen, wenn du nicht muskulös bist und einen BMI von über 30, 40 hast, dann trifft der BMI mehr oder weniger doch noch auf dich zu, weil dann ist etwas falsch. Ne? Und das ist ja auch bei mir der Fall. Ich weiß, dass ich fett bin. Ich bin ja auch am Abnehmen, ne? Deswegen mache ich das ja auch alles hier. Ja. Man kann sich natürlich über den BMI streiten, aber prinzipiell würde ich trotzdem sagen, der hat doch noch eine gewisse Aussagekraft. Ne? Seit 2 Jahren kann der gelernte Heilpädagoge wegen seiner Krankheiten nicht mehr arbeiten. Meine größte Sorge ist, dass ich nicht mehr lange leben werde, weil ich bin alleinerziehender Vater. Die älteste 18, die jüngste 16 und die Versorgung beider eben halt. Ernährungsdoc Silja Schäfer möchte ihm helfen, den Notausgang zu finden. Herr Nellis, Sie sind schon sehr lang unterwegs auf dem Adipositas-Weg. Ja, sehr, sehr lange. Zu lange. Okay, Bro, was kommt jetzt? Die fährt da erstmal 50 Kilo Fett rein. Das ist crazy. Generell, das, was er gesagt hat, dass er Angst hat zu sterben durch dieses Übergewicht oder dass er Angst hat, früher dadurch zu sterben, ist eine berechtigte Angst. Habe ich auch. Deswegen mache ich ja jetzt was. Bei mir ist es also was heißt zum Glück? Also bei mir ist es ja nicht, dass ich mein ganzes Leben lang übergewichtig war, sondern erst seitdem ich 20 Jahre alt war. Durch eine Krankheit ist das entstanden. Aber nach der Krankheit habe ich halt nichts mehr so grundlegend verändert. Ich habe ich hatte keinen Willen zum Leben, sage ich mal so, ganz vorsichtig. Und da war dann halt auch das Problem, dass mir das egal war, wie viel ich gewogen habe. Weil für PC-Zocken oder so, ne, da muss man nicht körperlich aktiv sein. Da macht der Körper mehr oder weniger immer mit. Und da habe ich dann wirklich einen Fick drauf gegeben, um ehrlich zu sein. Bis vor kurzem, deswegen habe ich ja jetzt auch mit der ganzen Sache angefangen. Also es ist wirklich, ja, man muss da aus diesem Teufelskreis rauskommen, damit man anfangen kann. Man muss sich halt erst ehrlich eingestehen, dass man Sachen falsch macht, sehr falsch macht und dass es halt nicht egal ist, sondern eher gefährlich. Mittlerweile tragen Sie 58 Kilo Fett mit sich rum. Das ist sehr viel. Durch das viele Fett ist Michael Nellis im Laufe der Zeit immer kranker geworden. Sie haben Bluthochdruck bekommen. Sie haben Gicht bekommen. Sie haben mittlerweile auch eine Fettleber, eine Schlafapnoe, eine rheumatoide Arthritis, die Knieprothese. Ja. Und wenn das Gewicht jetzt so bleibt oder vielleicht sogar noch mehr dazukommt, dann müssen wir damit rechnen, dass Sie auch noch Diabetes bekommen, eine Arteriosklerose,
Schlaganfall oder gar ein Herzinfarkt. Erschütternd, ja. Und da sieht man auch mal ganz klar, wie viele Sachen das mit sich bringen kann. Viele sagen immer, ja, ich habe Übergewicht, aber ich habe doch jetzt keine Krankheiten, mir geht's doch super, ich bin doch gesund. Jetzt gerade bist du vielleicht noch gesund. Aber in 5 Jahren, vielleicht sogar in 2 Jahren, kann das ganz anders aussehen. Und viele fangen ja auch leider erst an, etwas an ihrem Leben zu ändern, wenn irgendetwas passiert, wenn es zu spät ist. Und das ist immer so ein ganz, ganz schlechtes Mindset. Nur weil du jetzt gesund bist, wenn du doch weißt, dass du zu übergewichtig bist, zu viel auf den Rippen hast und das in ein paar Jahren wirklich fatal enden könnte, dann sei ehrlich zu dir selber und fang an, da was gegen zu machen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich habe über 200 Kilo gewogen, sogar weit über 210 Kilo. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie scheiße das ist. Die Bewegung, die fällt einem so super schwer. Man hat gar nicht die Energie, die Power. Man muss ehrlich zu sich selber sein und sich das erstmal eingestehen, dass man Scheiße gebaut hat. Aber das muss einfach sein, weil sonst, ja, man hat ja gesehen, da kommen noch sehr viele unschöne Sachen eben auf einem zu. Da müssen wir jetzt ran. Ja. Dringend. Sehr dringend. Michael Nelles lebt mit seinen beiden Töchtern in Nienborstel, Schleswig-Holstein. Auch ein Hund, Hühner, Gänse, Schafe und Ponys gehören zum Haushalt. Alle wollen versorgt werden. Dabei kommt er zunehmend an seine Grenzen, vor allem weil das Rheuma seine Gelenke zerfrisst und jede Bewegung schmerzt. Scheiße. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich habe einmal meine beiden Töchter, die mich hier tatkräftig unterstützen, und eine Bekannte und eben ein Nachbar, der dann bei schweren Sachen mit anpackt. Aber das Ganze hier belastet mich schon ganz sehr, weil ich früher immer viel gearbeitet habe, sehr viel in der Natur, und das fällt natürlich jetzt alles flach. Er braucht sehr viele Schmerzmittel, um überhaupt zu funktionieren. 10 Tabletten jeden Tag, abends zusätzlich Morphium. Boah, das ist verrückt. Die ganzen Medikamente, die ich nehme, da werde ich nicht alt werden. Ich bin jetzt 53, also die 60 werde ich garantiert nicht erreichen. Seine Töchter unterstützen ihn so gut sie können. Doch sie machen sich große Sorgen, dass ihr Vater tatsächlich schon bald sterben könnte. Das wäre sehr grauenvoll für mich. Also er ist dann einer der Standpunkte, so, wo ich mich festhalten kann bei ihm, weil er mich nie im Stich gelassen hat. Und so ein Beschützer ist. Sich selbst gönnt Michael Nelles kaum Ruhe. Wenn es ihm richtig schlecht geht, sucht er Trost bei seinen Tieren. Also wenn ich jetzt Stress habe, gehe ich zu meinen Schafen runter, weil das echt Balsam für die Seele ist. Und ich versuche zu vermeiden, dann eben schnell mal an den Kühlschrank zu gehen, um da sich was rauszuholen. Doch ein Ritual ist ihm heilig. Eine Cola morgens um 5, wenn die ersten Schmerztabletten wirken. Oh nein, warum denn normale Cola, Bruder? Oh, Zuckergetränke generell, ne, Süßgetränke. Versucht da drauf zu verzichten, dann nehmt euch eine Zero oder am besten trinkt Wasser. Ich weiß, wie schwer das ist, aber versucht wenigstens diese Kalorien von den Getränken wegzulassen. Das ist so ein großer Gamechanger, wenn man sich erstmal klar macht, wie viele Kalorien man sich hinter die Binde fährt mit Getränken, die einen weder sättigen noch sonst irgendwas machen. Klar, die lösen irgendwie so Dopamin aus und so, aber das Gleiche hast du auch fast bei einer Zero Cola oder so. Ja, die schmeckt vielleicht leicht anders oder so, aber das ist es wirklich nicht wert, sich so ein Zuckergetränk, vor allem um 5 Uhr morgens, hinter die Binde zu kippen. Ne? Das ist crazy. Dazu Brötchen und Zeitung. Dabei kann er sich entspannen. Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, 1 ist kaum Schmerz und 10 ist fast nicht auszuhalten, wie hoch ist Ihr Schmerzlevel an einem durchschnittlichen Tag?
6. Der ist eigentlich ziemlich hoch. Zwischen 8 und 9, würde ich sagen. Und das, obwohl sie ja schon so viele Schmerzmittel nehmen. Ja. Und Das es ist kommen heftig. auch immer mehr Medikamente dazu. Sie haben hier einen ganzen Koffer mitgebracht. Ja. Neben den Schmerzmitteln nimmt er auch Blutdrucktabletten, Cortison und MTX, ein hochwirksames Rheumamedikament. Ah, das ist natürlich heftig, ne? Wenn du auf Cortison bei sowas angewiesen bist. Cortison macht dich so kaputt. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein super starkes Medikament, was bei Entzündungen, Schmerzen und so. Ey, mies. Also das ist wirklich sehr kontraproduktiv, wenn man darauf angewiesen ist. Und generell Medikamente, viele, die krank sind und Medikamente nehmen müssen, wissen, wie schlimm es ist, Medikamente zu nehmen in den Fällen, weil du einfach ununterbrochen zunimmst durch die Scheiße. Das ist so eine eklige Kombi. All das macht ihn müde und schwindlig. Wo wir ran müssen, ist hier an ihren Bauch. Das Bauchfett muss weg. Denn das Fettgewebe im Bauch, das viszerale Fett, liegt vor allem rund um die Organe und ist viel aktiver als das Fett in anderen Regionen. Die Fettzellen im Bauch schütten Botenstoffe aus, die zu entzündlichen Prozessen im ganzen Körper führen und so immer mehr Erkrankungen verursachen. Das Fett muss weg, damit seine schmerzhaften Entzündungen verschwinden und damit seine Knieprothese ihn überhaupt tragen kann. Denn die hält seinem Gewicht nicht mehr lange stand. Wenn ich mir ihr Ernährungsprotokoll anschaue, dann sehe ich da sehr, sehr viel Optimierungspotenzial. Sie essen an vielen Tagen ganz unregelmäßig, viel zu oft und zum Teil dann auch viel zu viel. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was sie dazu sagen wird, weil dieses unregelmäßige, viel zu oft, das sollte gar nicht mal so das Problem sein. Das, was ein Problem eigentlich sein sollte, ist dieses zu viel. Aber es ist fast egal, wann und wie man isst. Zumindest, wenn es um die Abnahme geht. Klar, gesund ist dann wieder was anderes. Aber also da bin ich jetzt sehr gespannt, was die hier in dieser Doku sagen werden. Würden Sie das so bestätigen? Nee, finde ich eigentlich nicht. Also ich finde das eigentlich recht wenig. Gut, mit der Unregelmäßigkeit, aber dass es jetzt gerade zu viel ist, das wundert mich so ein bisschen, ja. Baustelle Nummer 1 ist das Fleisch. Diese Menge hat er in einer Woche gegessen. Also Schweinefleisch verzichte ich ja schon komplett und Richtig. versuche sehr viel von meinen eigenen Tieren zu verwenden und zu verwerten. Deswegen wundert mich so ein bisschen, weil ich immer gedacht habe, dieses gesunde, helle Fleisch wäre nicht so schädlich. Da gebe ich Ihnen recht, das helle Fleisch ist nicht so schädlich wie das rote Fleisch. Aber in Ihrem Fall sind da eben trotzdem immer noch viele Entzündungsstoffe drin. Zum Beispiel die Arachidonsäure, die dann diese Schmerzen, diese Entzündungen in Ihren Gelenken befeuert. Und zum Teil essen Sie 2-3 Mal am Tag Fleisch. Das ist viel zu viel. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, gesundes Fleisch könnte man vielleicht ein bisschen mehr essen. Leider nein. In Zukunft soll Michael Nelles maximal 400 Gramm Fleisch pro Woche essen. Okay, da bin ich persönlich dann auch schon raus. 400 Gramm Fleisch die Woche ist halt super wenig. Also, ob das so ein guter Tipp ist in dem Fall, klar, bei Gicht muss er aufpassen, ne? Gerade was so Schweinefleisch und so angeht, oder bei Rheuma. Das stimmt schon, aber dieser Call mit 400 Gramm Fleisch die Woche, den finde ich doch sehr suspekt. Nächste Baustelle, Zucker. Jeden Tag nascht er Süßes. Das ist crazy. Vor allem aber trinkt er viel zu viel Cola. Mindestens 1 Liter täglich. Oh, okay. Also dieser ganze Zucker und vor allem der Zucker in der Cola, der ist natürlich für die Entzündungen ganz fatal.
in ihrem Körper. Aber die Cola hat leider noch ein ganz großes anderes Problem, was sie bei ihnen bewirkt. Das Koffein der Cola beeinträchtigt nämlich ihr Rheumamedikament, das MTX. Es sorgt dafür, dass das MTX gar nicht wirken kann. Oh. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das heißt, die Cola ist doppelt Gift für sie. Es ist Okay, mit Rheuma selber und mit den Medikamenten davon und so habe ich gar keine Ahnung. Ne? Da bin ich auf jeden Fall raus. Aber es ist schon mal sehr interessant zu wissen, dass die Medikamente mit Koffein nicht wirken. Das wusste ich nicht. Sofern das natürlich stimmt, aber interessant. überhaupt nicht verwunderlich, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie so starke Schmerzen haben. Ab sofort ist die Cola tabu. Das wird schwer, weil das ja zu meinem morgendlichen Ritual gehörte. Aber ich will gesund werden. Das werde ich zu Herzen nehmen, ja. Wichtig. Er muss den Adipositasweg verlassen. Im Gepäck wenig Fleisch und Zucker. Nur 3 Mahlzeiten täglich, viel Wasser und jeden Tag mindestens 3 Handvoll Gemüse. Die Chance, von seinem Gewicht runterzukommen. Als Eiweißlieferant und Sattmacher empfiehlt Silja Schäfer Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsenbratlinge. Können Sie sich damit anfreunden? Ja, doch, die schmecken gar nicht so schlecht. Wenn man abnehmen möchte, sollte man sich auch mehr bewegen. Doch genau da haben wir ein Problem bei Ihnen. Mit dem Knie. Ja. Ja, Abnehmen, Bewegung, auf jeden Fall. Aber 80% beim Abnehmen ist halt die Ernährung, ne? Also wenn er da versagt, dann bringt ihm das Bewegen halt. Also es bringt ja auch nichts, ins Gym zu gehen, nur um dann sich zu Hause 4000 Kalorien reinzurendern, ne? Also da sind wirklich die Aussagen hier ein bisschen blöd getroffen, finde ich. Klar, wenn man abnehmen möchte, gesund abnehmen möchte, dann gehört Bewegung auf jeden Fall mit dazu. Aber gerade so für Leute, die extrem schwer sind und sich mit Bewegung sehr schwer tun, durch Schmerzen, durch das Gewicht und so, gerade bei ihm mit dem Knie und so. Also man kann natürlich auch so Workouts machen, die Partien nicht beeinflussen und beeinträchtigen. Aber generell, die Ernährung ist hier in dem Fall das Wichtigste. Deshalb haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir schicken Sie 2 Wochen in eine Klinik zum Heilfasten. Oh. Okay. Oh. Oh, ja, oh. Heilfasten bedeutet keine feste Nahrung, nur Gemüsebrühe, Wasser und ungesüßte Kräutertees. Diese Methode hat der Arzt Otto Buchinger vor 100 Jahren entwickelt und damit seine eigenen Gelenkschmerzen geheilt. Das Gute am Heilfasten ist, dass Sie dadurch verstärkt Endorphine produzieren. Das sind körpereigene Schmerzmittel. Und mit Ihren körpereigenen Schmerzmitteln sollen Ihre Schmerzen besser werden. Und vielleicht können Sie dann schon auf die ein oder andere Tablette verzichten. Da bin ich jetzt mal gut. gespannt. Das wäre unser Ziel. Ja, super. Und ich bin davon überzeugt, dass das Ihre große Chance jetzt ist. Die müssen Sie jetzt ergreifen. Da bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass er das jetzt packt, ne? Also es sind noch 5 Minuten in dem Video. Oh, ich wünsche mir gerade wirklich, dass er das packt. Das wäre wirklich schön. Schlagen Sie sie nicht aus. Nein, das werde ich nicht. Das werde ich angehen, ja. Er muss geliebte Rituale aufgeben und sich aufs Heilfasten einlassen. Kein einfacher Weg. Das wird bestimmt Hardcore werden. Aber im Endeffekt nachher ist es gut für mich, für meinen Körper und für meine beiden Mädels. Zurück zu Hause fällt Michael Nelles die Umstellung erstmal schwer. Heute gibt's Kohl-Eintopf mit Lammhack. Dann bricht sich seine Tochter auch noch den Arm und Michael muss das Heilfasten verschieben. Nein. Erst 2 Monate nach seinem Besuch auf dem Boot geht es endlich los. Zum Fasten ins Emanuel-Krankenhaus nach Berlin. Ja. Mit den Mahlzeiten zur Nahrungsentwöhnung kann er sich erstmal nicht anfreunden. Doch nach 3 Tagen Fasten eine positive Nachricht. Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das weiter so gut durchhalte, aber mir fehlt eigentlich nichts. Ich habe schon ordentlich Gewicht verloren, 4,5 Kilo.
das spornt an, weiterzumachen. Geil. 2 Wochen später ist Michael Nellis zurück zu Hause. Er trägt jetzt Klamotten, die er zuletzt vor 6 Jahren anhatte. Oh, das freut mich gerade so sehr für ihn, ne? Ich hoffe, das geht noch gut weiter. Und da kommt jetzt nicht gleich irgendein scheiß Plot-Twist. Ey, das freut mich so sehr, dass das direkt so gefruchtet hat. Die Motivation weiterzumachen. Mir fehlt nichts. Auch meine morgendliche Cola oder das Brötchen Ja. zum Frühstück habe ich momentan echt keinen Janker nach. Geil. Die Wirkung des Fastens zeigt sich auch am Füllstand seines Medikamentenkoffers. Fast die Hälfte der Tabletten sortiert er aus. Unter anderem die starken Schmerzmittel und das Rheumamedikament MTX. Alter. Wo ich wirklich überrascht war, dass am 3. Tag von meinem Fasten mein Blutdruck normal war. Also der Arzt kam bei mir rein und sagte, Mensch, wir haben hier einen Sportler sitzen. Jetzt gilt es, diesen Erfolg im Alltag auszubauen. Ernährungsdoc Silja Schäfer weiß, dass das nicht einfach wird. Damit das jetzt so weitergeht, würde ich Sie gerne hier auf den Wochenmarkt einladen, Ja, super. damit wir Ihr neues Hauptnahrungsmittel einkaufen können. Ja, gerne, super. Gemüse. Ja, schön. Wollen wir? Wollen wir, gerne. Damit Gewicht, Blutdruck und Entzündung weiter abnehmen, muss Michael Nellis sich umstellen. Gemüse nicht zum, sondern statt Fleisch. Herr Nellis, Ja, das ist jetzt Ihr Korb, super. Voller Köstlichkeiten. würde ich sagen. Sieht Sehr gut gut. aus. Ja. Jetzt geht's ans Kochen. Ja, wunderbar. Geil. Zu Hause setzt er die Tipps gleich um. Statt Putenschnitzel gibt es heute Blumenkohlsteak vom Grill. Mehr Rezepte gegen Adipositas gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Fast leichtfüßig kommt Michael Nellis zurück an Bord. Diese Kurve haben Sie genommen, oder? Und wie geht's Ihnen? Sehr gut. Super. Und das Heilfasten hat bei Ihnen, wie erhofft, dann wirklich auf die Wände gebracht? Auch wenn Sie später erst starten konnten, aber es hat sich einiges im Essverhalten verändert, Ja, richtig? hat's wirklich. Meine morgendliche Cola ist komplett weggefallen. Ich sag mal, über die Hälfte vom Essen besteht fast nur noch aus Gemüse. Der Fleischkonsum ist drastisch reduziert worden und das rote Fleisch ist eigentlich auch schon fast weg. Und das hat Folgen. Vor 5 Monaten hat er noch 58 Kilogramm Fettmasse mit sich herumgeschleppt. Und dieses Fett Wait. haben Sie schmelzen Wait, what? Wie viel hat er jetzt abgenommen? lassen. Ja, super. 10 Kilo reines Fett Boah. und 18 Kilo Gewicht haben Sie verloren. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ist crazy. Vor allem, weil er auch viel weniger Schmerzen hat. Er kam von einem Schmerzlevel bei 9 und ist jetzt bei 5. Sehr stark. Ich kann länger stehen, ich kann auch längere Strecken wieder laufen. Die Schmerzmedikation ist auch reduziert worden. Das macht sich sehr bemerkbar, ja. Ein Riesenerfolg, Herr Nellis. Eigentlich müssten wir das heute den ganzen Tag durchfeiern. Ja, das stimmt. Denn sein Risiko, lebensbedrohlich zu erkranken, ist viel kleiner geworden. Stark. Jetzt gilt es, dran zu bleiben. Gehen Sie weiter auf diesem Weg. Und ich sehe die allerbesten Chancen, dass Sie Ihren Töchtern noch sehr lang erhalten bleiben. Das werde ich. Nein. Der Weg wird gut sein. Befürchtung meiner Kinder war, dass meine Lebenserwartung nicht so hoch sein wird. Und die ist jetzt natürlich schon etwas gebannt. Aber der Schritt geht weiter. Bin motiviert, dies eben bis zum Ende durchzuführen, bis ich dann mein Normalgewicht erreicht habe. Ah, sehr schade. Ich hätte mir jetzt eigentlich noch erhofft, dass man vielleicht noch mal so nach ein paar Monaten ihn sieht und guckt, ob er es geschafft hat oder nicht. Ah, sehr schade. Aber auch bis dahin sehr starke Leistung und auch, dass das Heilfasten bei ihm so gut funktioniert hat, das freut mich wirklich sehr. Ich bin ja selber im Moment dabei abzunehmen und es ist schwierig. Das Prinzip abzunehmen, weniger Kalorien als weniger Kalorien rein, wie man verbrennt und so. Ja, Kaloriendefizit, ich glaube, das kennt jeder, aber das dann auch wirklich so durchzuziehen,
dabei zu bleiben, vernünftig dabei zu essen, dass es auch gesund ist, das ist wirklich so unbeschreiblich schwer für jeden, der nicht stark übergewichtig ist. Also die Leute, die nicht stark übergewichtig sind, können das wahrscheinlich gar nicht mal so nachvollziehen. Ja, isst doch einfach weniger oder so. Ja, aber es ist ja eine Krankheit, es ist eine Störung, eine Sucht, eine Esssucht. Das ist halt das, was viele nicht verstehen. Man hat Probleme bei den Bewegungen. Also mit 200 Kilo einfach mal so seine 10.000 Schritte am Tag zu machen, das ist so unendlich viel schwerer. Vor allem, wenn man dann zusätzlich noch Schmerzen hat oder irgendwelche Beschwerden. Und das ist das, was viele leider nicht verstehen. Aber ja, ich bin im Moment dabei. Es wird immer besser, mir geht es auch immer besser, ich habe immer mehr Energie. Also abnehmen ist wirklich, ja, es verändert seine eigene Welt einfach, ne? Das ist unbeschreiblich, wie viel besser es jetzt schon geht, wie am Anfang. Und wenn ich teilweise höre, dass Leute so 80 Kilo abgenommen haben oder 100 Kilo, ich will gar nicht wissen, wie gut die sich dann fühlen im Vergleich zu jetzt, ne? Also, oder im Vergleich zum Anfang. Das sind, also ich glaube, das ist unbeschreiblich, wie viel Unterschied das Ganze machen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Sachen zu dem Video ergänzen, meine Sicht vielleicht ein bisschen erklären, zeigen, wie es für mich ist. Ähm, falls ihr noch andere Anregungen habt, worauf ich mal reagieren soll oder irgendwelche Vorschläge habt, vielleicht fürs Kochen, irgendwelche Rezeptideen, schreibt die gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Oder würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Kuss.